Hallo und... Oh, ich muss kurz rangehen, Moment. Ja, hallo? Ja, ich kenne mich mit Soundsystemen im Auto aus. Ja, ich kann dir auch irgendwie was planen, das ist kein Problem. Was für ein Auto hast du denn? Oh, ein schwarzes. Ja, da habe ich gerade nichts da. Kennt ihr das? Ihr wollt irgendwas in euer Auto einbauen. Ein kleines Upgrade, großes Upgrade. Ist aber egal. Und was für Infos braucht die Gegenseite, um euch irgendwie brauchbar beraten zu können? Das ist besonders für die Gegenseite ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr einfach nur sagt, hey, ich suche irgendwie ein Lautsprecher-Soundsystem für mein Auto, welches könnt ihr denn empfehlen? Dann fehlen einfach ganz, ganz viele Dinge, die halt die Gegenseite, seien es jetzt Hobbyisten, seien es jetzt Händler oder sonst irgendwas, um euch halt zu beraten, weil es braucht ein paar Sachen, um das Richtige für euch auszuwählen. Ich mache erstmal eine Auflistung, was das alles braucht und danach versuche ich ein bisschen zu erklären, warum es das braucht. Fangen wir ganz einfach an. Das Allerwichtigste, was die Gegenseite braucht, ist ein Budget. Das heißt, legt euch am Anfang ein Gesamtbudget fest, nicht aufgeteilt in irgendwelche Bereiche. Gesamtbudget, ich will so und so viel Euro ausgeben. Das ist erstmal die erste Info, die ganz, ganz wichtig ist. Die zweite Info, das Auto. Heißt, es interessiert nicht, was für ein Kennzeichen, was für eine Farbe oder sonst irgendwas ihr habt. Aber es interessieren sicherlich Sachen wie, welche Marke, welches Modell, welches Baujahr, möglicherweise sogar die Motorisierung und ob ein Soundsystem bereits eingebaut ist, also von Werk aus oder nicht. Als nächstes ist natürlich wichtig, was denn geplant ist oder was schon passiert ist. Das heißt, gibt es Änderungen oder sind Änderungen geplant, gegebenenfalls auch zukünftig, nicht für jetzt die Anfrage. Das heißt generell, was habe ich vor und gibt es schon irgendwie was zum Beispiel Lautsprecher, Endstufen, Subwoofer, Radio, Batterie oder DSP. Ist irgendwas schon eingebaut? Wollt ihr irgendwann etwas einbauen? Wollt ihr es jetzt einbauen? Nächster wichtiger Punkt ist der Musikgeschmack. Das heißt, hört ihr lieber Rock, also hauptsächlich Rock, hört ihr Hip-Hop, hört ihr Techno, hört ihr Klassik? Ein wichtiger Punkt, warum, erkläre ich gleich nochmal. Wie viel Platz wollt ihr gegebenenfalls für einen Subwoofer opfern? Das heißt, wollt ihr einen Subwoofer komplett Reserveradmulde, Seitenteil, da wo es halt wirklich keinen stört? Wollt ihr die Hälfte vom Kofferraum? Wollt ihr Ladebogen anheben? Wollt ihr den kompletten Kofferraum, weil ihr den sowieso nicht braucht? Eine sehr interessante Info bei der Subwooferwahl. Und natürlich auch die Zielsetzung, die ihr verfolgt. Das heißt, wollt ihr tatsächlich irgendwie möglichst originalgetreu die Musik hören, authentisch, gegebenenfalls auch wettbewerbslike? Wollt ihr möglichst laut sein? Gegebenenfalls auch wettbewerbslike, weil es gibt halt sowohl SQ als auch SPL-Wettbewerbe. Was wollt ihr mit eurem Upgrade anstellen? Warum fragt ihr nach neuen Lautsprechern zum Beispiel? Ich stelle eine Liste von allen Sachen, die ich jetzt gerade aufgenannt habe, nochmal hier unten in die Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr nach etwas fragt, dann könnt ihr es einmal da rauskopieren, irgendwie bei euch im sozialen Medien, im Forum, wo auch immer, bei der Anfrage beim Händler schon mal vorbereiten, dass ihr dann halt wirklich die Dinger abhaken könnt und sagen könnt, okay, ich will so viel ausgeben, mein Auto ist das, sodass man euch wirklich am besten helfen kann. Aber warum ist das denn jetzt überhaupt wichtig? Also warum ist es wichtig, so am besten zu helfen, ist, denke ich mal, klar, weil damit ihr dann halt das richtige Produkt kriegt. Aber warum braucht man so viele Dinge? Also so viele, für mich sind es jetzt keine vielen Dinge, aber fangen wir einfach mal ganz einfach an mit dem Auto. Wofür braucht denn der Händler Infos über was für ein Modell, was für ein Baujahr, was für eine Motorisierung, ob ein Soundsystem drin ist? Wofür? Dafür sollte man wissen, dass halt nicht jedes Auto die gleichen Einbauplätze hat für ein Soundsystem. Und auch von den Einbauplätzen sind die unterschiedlich groß. Das heißt, es gibt Autos, da passt halt nur ein 13 cm Lautsprecher hin. Es gibt Autos, da passt ein 20 cm Lautsprecher hin. Und der Unterschied ist so groß, dass man da jetzt nicht einfach adaptieren sollte. Und das unterscheidet sich natürlich auch von den Baujahren. Wenn man sich halt einfach sagt, ich habe einen Golf, ja, dann bringt einem das nicht viel, weil es ist jetzt ein Golf 1 oder ein Golf 8. Also dazwischen gab es halt so viele verschiedene Variationen. Im Golf 1, ja, lautsprechertechnisch nicht so viel los. Golf 3, Golf 4, das ist meiner Meinung nach immer noch allerbeste KHI-Auto, was es gibt. Und mittlerweile Golf 8, da gab es alles von Lautsprechern, von Lautsprecherpositionen, alles Mögliche. Dementsprechend bitte auch das Modell, Modell, Baujahr, um dann halt wirklich zu sagen, okay, was ist das denn für ein Ding? Bei der
Beim Soundsystem ist es so, es gibt natürlich von vielen Herstellern schon vordefinierte Soundsysteme, die man dazu klicken kann. Bei VW war es das Dynn-Audio-Paket, bei Skoda ist es das Kanton-System. Viele Sachen, die man sich einfach reinklicken kann, die aber dann auch was bedeuten. Das heißt, Lautsprecher sind andere Lautsprecher drin, gegebenenfalls ist schon ein Verstärker an Bord. Das heißt, man muss halt anders mit einem anderen Konverter rangehen. Man muss überlegen, lohnt es sich überhaupt die Endstufe zu tauschen? Sollte man generell kann man die Endstufe generell tauschen oder muss die drin bleiben und man verstärkt irgendwie dahinter was? Das sind einfach sehr, sehr viele Unterschiede, ob es jetzt ein Soundsystem ist oder man einfach die Basic-System hat. Oft ist es an der Stelle so, dass das Basic-System besser ist für die Nachrüstung als schon ein vorhandenes Soundsystem, aber das muss nicht immer so sein. Und sogar die Motorisierung kann eine Rolle spielen. Heißt, wenn man jetzt einen 1-Liter-Motor oder jetzt den 2-Liter-Motor drin hat, dann ist natürlich auch die Lichtmaschine eine andere. Und wenn man jetzt ein sehr leistungsstarkes System braucht, was auch hohe Lautstärken spielen kann, kann sich halt eine größere Lichtmaschine besser auswirken auf das System, weil man halt mehr Nachladepower hat, wenn man die nicht upgraden will. Heißt, wenn ihr jetzt sagt, okay, hey, ich will bessere Musik haben, ich will einen Lautsprechersystem oder einfach nur einen Lautsprecher für die Tür, weil mein Lautsprecher in der Tür ist kaputt, ich will halt jetzt was anderes, dann ist es schon sinnvoll, sich vorher zu überlegen, was will ich damit gegebenenfalls auch in Zukunft anfangen. Das heißt, will ich jetzt einfach nur den Lautsprecher tauschen und den OEM-Lautsprecher durch was anderes, was besser ist eine valide Sache, aber dann sollte man sich halt wirklich schon überlegen, weil es gibt Lautsprecher, die sind dafür gemacht, hinter einer Türverkleidung zu spielen, am Originalradio zu spielen und einfach nur OEM zu ersetzen und dann halt besser zu sein. Es gibt aber auch für ähnliche Preissegmente Lautsprecher, die halt ein bisschen mehr Leistung haben wollen, das heißt gerne mal eine Endstufe sehen, aber dann halt natürlich auch mehr rausholen aus der Leistung, die da ist. Es gibt auch Lautsprecher, die auf Türen passen, die oder nicht auf Türen passen. Das heißt, wenn man eine kleine Tür hat, wenn man eine große Tür hat, wenn man alles Mögliche machen kann. Das heißt, an der Stelle bitte schon ein bisschen Weitsicht haben und überlegen, okay, will ich jetzt einfach nur einen Lautsprecher kaufen oder ist der Lautsprecher jetzt quasi der Einstieg und ich baue erst den Lautsprecher und danach will ich auch eine Endstufe haben und einen Subwoofer will ich auch noch haben, weil es ist auch ein Unterschied, ob ich mir jetzt einen Lautsprecher für die Tür hole, mit dem Wissen, dass im Nachgang nochmal ein Subwoofer dazu kommt, weil dann muss der Lautsprecher gar nicht so tief spielen können. Oder wenn man sagt, nee, ich will auf gar keinen Fall einen Subwoofer haben und ich will auf gar keinen Fall eine Endstufe haben, dass es halt wirklich ein Lautsprecher ist, der möglichst tief spielen kann und der möglichst wirkungsstark ist und auch am Originalradio funktioniert. Ob ihr jetzt Rock, Techno, Hip-Hop, Klassik etc. hört, was hat das denn für eine Bewandtnis? Weil ein Lautsprecher müsste doch eigentlich alles spielen können. Ja, natürlich, ein Lautsprecher generell, wenn ein System jetzt ordentlich eingestellt ist, kommt man mit relativ viel Musik klar. Es ist aber schon ein bisschen raushörbar oder ja, rausfindbar aus der Lieblingsmusik, die man hat, welche Bereiche denn halt irgendwie interessant sind. Wenn man jetzt hauptsächlich Rockmusik hört, dann braucht man keinen 20 Hertz Tiefbass. Theoretisch. Wenn man jetzt sagt, okay, ich höre jetzt halt nur Techno, dann kann man halt auch so, okay, wie tief muss der wirklich spielen? Brauchen wir halt oben irgendwie feine Auflösung oder ist das eher egal? Will ich eher Klassik hören, das heißt, will ich halt alle feinsten Details und alle Bläser raushören können und schön differenzieren können. Das ist interessant dabei, was für Musik man hört. Dementsprechend auch der Musikgeschmack ein sehr interessantes Kriterium bei der Auswahl der Systemkomponenten. Beim Platz für den Subwoofer ist es, denke ich mal, klar. Also was heißt klar? Wenn man jetzt sagt, okay, ich will ein lautes Auto haben mit viel Bass, muss man zwangsläufig auch ein bisschen Platz im Kofferraum opfern oder wo auch immer. Es gibt natürlich auch interessante Lösungen mit wenig Volumen, aber da kommen wir wirklich nicht in diesen SPL-Bereich. Das heißt, in den SPL-Bereich, wo man mit großen Lautsprechern, also großen Subwoofern, mit viel Volumen im Bassreflex arbeitet, ja, da geht es halt schon irgendwie so erst bei 80, 100 Liter überhaupt los mit einem Chassis oder dann halt mehr und mehr und mehr und mehr, je nachdem, wie viel man haben will. Deswegen da schon mal vorher überlegen, okay, wie viel Kofferraum will ich möglicherweise opfern oder nicht. In den meisten SQ-Anlagen ist es tatsächlich möglich, die Subwoofer in Reserveradmulden, Seitenteilen oder sonst irgendwas zu verstecken, sodass es quasi nicht auffällt.
Und natürlich, last but not least, die Zielsetzung. Es ist ein Unterschied, ob man ein SQ, also ein Sound Quality Auto aufbaut oder ein SPL Auto aufbaut. Beide brauchen Strom, beide brauchen Endstufen, DSPs, Lautsprecher, ja. Aber die Art von Lautsprecher und Komponenten unterscheiden sich teilweise immens. Es gibt halt Sound-Quality-Systeme, wenn man sich halt Hochtöner anguckt. Es gibt Hochtöner, Beryllium-Hochtöner, Diamant-Hochtöner, wirklich die komplette High-End-Palette, die man fahren kann. Es gibt aber auch PA-Lautsprecher-Chassis, die mit dem Horn geladen sind, die halt wirklich sehr leistungsstark sind, um einfach die Lautstärken von so einem SPL-System zu halten. Kann man in der Qualität natürlich nicht vergleichen mit einem High-End-SQ-Hochtöner. Deswegen, es sind zwei verschiedene Sachen, wo man halt gucken muss, okay, will ich eher das, will ich eher das. Wenn ihr nicht wisst, was wirklich laut ist oder was ihr wollt, empfiehlt sich es eigentlich immer mal, sich mit Leuten zu treffen. Das heißt, sich einfach mal Anlagen anzuhören, weil was bringt es einem, wenn man sagt, so okay, ich hätte gerne das System von der Firma. Haben wir das schon mal gehört? Nee, aber das sieht cool aus und irgendwie gefällt mir die Firma. Das bringt leider nicht so viel, weil man einfach nur aus den Datenblättern, aus den reinen Datenblättern, wo man Frequenzverläufe und was weiß ich was sieht, kann man eigentlich nie sagen, ob das System jetzt einem passt. Generell, das ist jetzt wieder so meine Meinung, würde ich sagen, dass ein fähiger Einsteller mit einem DSP ein System so einstellen kann, dass es einem in der Regel gefällt. Die Lautsprecher selber, die sind natürlich dafür da, dass das halt ordentlich rauskommt, dass das ordentlich rübergebracht wird. Und auch die sind wichtig für einen brauchbaren Einbau, klar, für ein brauchbares Soundsystem. Aber so richtig Nuancen in der am Ende Klangfarbe und so, ja. Insgesamt, so von wegen, das ist mir zu hell, das ist mir zu warm, das ist mir zu weniger. Das heißt, generell, um auf eine Basis zu kommen, hört euch besser mal um. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr euch irgendwie Autos anhören könnt, weil man kennt jetzt niemanden, der irgendwie ein Auto hat oder sonst irgendwas, kann ich mit Abstand Events empfehlen. In Deutschland, wo die meisten von uns unterwegs sind, gibt es Car-Hi-Fi-Events, die sind meistens unterm Tarnmantel von Wettbewerben. Das heißt, es finden EMMA und AJA-Wettbewerbe statt in Deutschland diese Saison wieder an vielen Orten. Wir haben die Liste von den Orten, habe ich schon mal, zumindest von den AJA-Events habe ich schon mal aufgezeigt, verlinke ich auch nochmal. Aber ja, das sind, man muss da ja nicht hinfahren, um teilzunehmen. Aber was man auf jeden Fall meiner Meinung nach machen sollte, ist da hinfahren, um sich Autos anzuhören. Jeder, der auf so einem Car-Hi-Fi-Event fährt, also jetzt, wenn ihr da hinfahrt, dann sind da halt viele Leute da. Und die sind da, um ihre Anlage zu präsentieren. Es gibt halt nichts Schöneres, als dann halt wirklich sich in Autos reinzusetzen, Musik zu hören, möglicherweise auch die Musik, die man halt selber hören will. Meistens hat man auch die Möglichkeit, eigenen USB-Stick mitzunehmen oder irgendwie anders per Spotify sich die Liste zu teilen oder so. Und dann halt die Musik zu hören, die man mag und dann halt so, okay, das klingt jetzt so. Und dann geht man ins nächste Auto, okay, das klingt so und das klingt so und das klingt so. Und bei den meisten, da bin ich mir fast sicher, hört ihr den Einbau und ihr hört die Einstellung. Dass ihr wirklich sagt, okay, das ist jetzt der Lautsprecher, der so klingt, wird in den seltensten Fällen soweit sein. Meistens ist es so, dass die Leute, die da natürlich irgendwie auf dem Wettbewerb sind oder so, schon irgendwie ein Konzept hatten, brauchbare Komponenten genommen haben, die installiert haben, sinnvoll installiert haben und dass das halt alles klappt. Das heißt, für diejenigen, die jetzt quasi ganz am Anfang sind und einsteigen wollen und einfach nur ein Upgrade haben wollen, da die Infos, die ich am Anfang abgefragt habe, super praktisch. Dann kann man euch das richtige System empfehlen und das passt dann halt technisch zu euch. Das hat dann die richtigen Werte, sowas wie Widerstand, sowas wie Wirkungsgrad, sowas wie Größe vom Lautsprecher, vom Frequenzgang. Das heißt alles das, was erstmal wichtig ist, damit das ganze Spaß funktioniert. Und dann die Abstimmung, das Tuning davon, das passiert meiner Meinung nach im Nachgang und man hört
am Ende relativ wenig raus. Ist es jetzt Marke A, B oder C? Und damit kommen wir zum letzten Teil, und zwar Budget. Budget ist natürlich auch super wichtig an der Stelle. Und es gibt ja schon irgendwie sowas wie ein Mindestbudget für die einzelnen Komponenten. Ja, ich würde sagen, es gibt kein Frontsystem für 50 Euro. Gibt es nicht, was irgendwie sinnvoll ist. Würde ich auch niemandem empfehlen. Es gibt Frontsysteme, die im Günstig-Segment sind. Günstig-Segment eigentlich von allen Herstellern gibt es halt irgendwas, was günstig ist. Von allen Herstellern gibt es irgendwas, was Medium ist. Und von den meisten Herstellern gibt es irgendwas, was Premium ist. Deswegen ist es natürlich super wichtig, dass man halt auch sich erstmal vorher ein Budget überlegt und auch mit diesem Budget anfängt, weil wenn man kein Budget angibt, dann kann man auch Lautsprecher empfohlen kriegen, die super geil sind, die super auf den Anwendungsfall passen, die man sich aber nie im Leben leisten kann, weil ich weiß nicht, ob es bewusst ist, aber es gibt Lautsprecher, die kostet das Pärchen, also ich rede jetzt von 2 Paar Lautsprechern, 2, 3, 4.000 Euro. Gibt es. Ja? Es gibt auch Subwoofer, die kosten über 1.000 Euro. Klar, gar kein Problem. Es gibt auch DSPs, die kosten über 1.000 Euro. Es gibt Endstufen, die kosten 10.000 Euro. Also es gibt nach oben hin immer relativ wenig Grenzen und deswegen Budget setzen, Budget kommunizieren, am besten das Gesamtbudget. Also wenn man sagt, okay, ich will jetzt 500 Euro ausgeben und ich sage den Leuten aber nur 300 Euro, dann kriegt man halt auch nur Sachen für, ja, die halt nicht alles ausnutzen, was man halt theoretisch hätte. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wo kann ich jetzt den ganzen Spaß hören? Was ist AYA? Was ist Emma? Ich verlinke euch mal ein paar Videos. Da könnt ihr einfach weiter reingucken, was das denn überhaupt ist, wie man das macht, warum man da hinfährt und ob das vielleicht was für euch ist. In dem Sinne würde ich sagen, bis gleich.